Stell dir vor, Porsche, Mercedes, verlassene Luxusautos mitten in Dubai. Einfach zurückgelassen, als wären sie nichts wert. Doch was steckt dahinter? Warum landen so viele teure Fahrzeuge auf geheimen Stellplätzen? Heute finden wir es heraus. Hey, da nicht Geld drin. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir befinden uns gerade am Flughafen Düsseldorf und von hier aus geht es für uns nach Dubai. Dort haben wir nämlich gehört, gibt es jede Menge verlassene Fahrzeuge, sogar Luxusautos, die da überall rumstehen. Und wir treffen uns jetzt mit einer Insiderin in Dubai und werden mal gucken, ob das wirklich stimmt und ob wir auch solche geilen Luxusautos finden. Also, und ob wir einfach noch eins mitnehmen werden. Nicht? Okay, viel Spaß bei dem Video. Für dieses verrückte Abenteuer treffen wir uns heute in Dubai mit Sarah. Die sympathische Schweizerin lebt und arbeitet schon seit einigen Jahren in Dubai und kennt die Stadt wie ihre Westentasche. Sarah ist eine echte Autoexpertin. In ihrer Heimat der Schweiz hatte sie jahrelang ihre eigene Werkstatt, in der sie sich auf amerikanische Muscle Cars spezialisiert hatte. Schrauben, Motoren, Sarah kennt sich aus. Ihre Expertise ist in der Szene bekannt und geschätzt. Und heute ermöglicht sie uns etwas ganz Besonderes. Sie nimmt uns mit zu dem Ort, wo die verlassenen Luxusautos in Dubai landen. So Leute, wir sind jetzt auf dem Gelände drauf, wo die ganzen Autos stehen. Wir müssen ein bisschen undercover filmen, weil das Ganze hier wohl nicht so ganz erlaubt ist. Zu filmen? Ja. Erlaubt ist zu filmen, ja. Also wir dürfen uns das schon angucken, aber die haben das jetzt wohl nicht so ganz so gerne, dass man hier filmt, richtig? Ja, genau. Müssen wir ein bisschen gucken. Genau. Aber sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus, was hier für Autos stehen. Leute, ihr könnt es euch nicht, Porsche. Nicht ausmalen, ehrlich nicht. Wir drehen jetzt auf jeden Fall mal die Kamera um und ihr könnt euch das Ganze einfach mal selber anschauen. Wie schrecklich hier einfach aus. Wie schrecklich. Ja. Guck mal an hier, ne? Das war ja schon so richtig porös. Hier richtig. Die Scheiben natürlich richtig schön getönt. Da kommt einer drauf. Security ist auf jeden Fall weg jetzt. Oh, schade, das Auto ist abgeschlossen. Hätte ich ja gern schon mal von innen gesehen, ne? Aber die sind halt auch so dermaßen getönt, dass du einfach gar nicht so... Richtig geil aus von innen, ehrlich. Richtig geil. Der sieht so schrecklich von außen aus, ehrlich. Einmal Waschstraße an, ja, nee. und ne? Das Problem ist ja auch einfach, dass sich der ganze Sand ja auch in den Lack reinfrisst nach einer Zeit, oder? Also... Kriegt man das noch richtig gut sauber eigentlich? Nee, den Sand kriegst du nicht mehr raus. Nicht überall. Wir hatten ja vor 3/4 Jahr oder so, war so monsunartiger Regen. Und da war alles überflutet, weil es hat kein Abwassersystem hier. Ja. Und dann die Straßen waren meterhoch mit Wasser gefüllt, ja. Und die Idioten fahren einfach rein. Die kennen da nichts, das ist denen scheißegal. Und dann lassen sie die Auto im Kreisel stehen und irgendwann werden sie abgeholt und irgendeiner repariert sie dann vielleicht wieder. Wahnsinn, oder? Also das wird es bei uns nicht geben. Wirklich einfach wie kurz hingestellt. Ne? Ja. Kurz hingestellt. Oh, er ist offen. Er ist offen, Sabrina. Ab rein da, wir nehmen ihn mit. Der riecht auch gar nicht mal irgendwie so eklig, ne? Also wirklich nicht. Von den Sitzen her sieht echt aus wie neuwertig, also wirklich. Guckt euch das mal an. Kilometerstand kann man natürlich nicht gucken, da das Ganze elektrisch ist. Ja gut, hier sind natürlich ein paar Abnutzungsspuren. Ziemlich stark, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Aber so ist der Wagen echt in einem super Zustand. Kann sich übrigens die Schlüssel holen von den Fahrzeugen, ne? Ja, krass. Sie hat sich hier schon einen ausgesucht, den sie gerne haben will. Den nehmen wir nach Hause. Ja, genau. Wenn du dich anmeldest, Ja. gibst du ja deine Personalienkarte und so weiter. Und da bekommst du die Schlüssel, wenn du kannst ja hier die Autos anschauen. Ja. Und du willst ja die Online-Aktionen dann verfolgen und dann bieten. Und erst dann bekommst du das Auto. Aber du kannst ja da die Autos anschauen jetzt. Darum sind wir ja hier. Die Autos anschauen, prüfen, testen, kaufen. Natürlich. Zack, nach Hause. Probe fahren. Also der wäre schon echt nicht schlecht, ne? Also so ein schöner Mercedes. Der sieht schon sehr, sehr geil aus. Tiefer gelegt, ne? Ja. Der ist schön.
Aber wir haben ja heute endlich mal eine Expertin dabei. Das kann keiner jetzt. Ich bin nicht von da, ich bin von dort. Aber guck dir mal die Felgen an. Die sehen jetzt nicht so geil aus, ne? Aber der konnte offenbar nicht so gut Auto fahren, finde ich. Und die sind schon richtig. Der stand doch bestimmt safe auch unter Wasser, oder? So wie der aussieht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der unter Wasser stand. Doch, ich glaube schon. Der sieht schon danach aus. Aber der ist schön. Ist schön tiefer gelegt. Ist genau meine Größe eigentlich so, ne, wenn man hier sieht. So Brust hoch der Wagen. Wird mir echt schon richtig gut gefallen. Also muss man natürlich nur gucken, wie teuer der Wagen ist, aber CLS 500. Nice. In Dubai werden häufig Autos zurückgelassen. Das liegt an den strengen Gesetzen, die bei hohen Schulden hohe Strafen vorsehen, sodass viele Menschen fluchtartig das Land verlassen, wenn sie ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Teure Autos gelten in Dubai als Statussymbole, was dazu führt, dass sich viele Menschen verschulden, um sich diese Luxusgüter zu leisten. Geraten sie in finanzielle Schwierigkeiten, bleibt ihnen oft nur die Flucht. Die zurückgelassenen Fahrzeuge werden dann von den Behörden beschlagnahmt und versteigert. Also ich finde, für unsere Lost Place Tour wäre auch so ein Jeep auch nicht schlecht, oder? Was meinst du? Ja. So ein bisschen Offroad kommt. Das ist natürlich auch offen. Zack. Ui. Der ist aber Also ein bisschen schön. benutzt aus, aber Ja, hier so ein bisschen. ein bisschen Leder, aber Ach so. oder? Meinst du? Ja, der hat was, ne? Sieht gut aus, ne? 152.000 Kilometer hat er auf dem Tacho. Riecht sogar noch echt neu, ne? Komischerweise. Schön mit dem Leder. Das Leder wahrscheinlich, ne? Ist Automatik, also eigentlich super für uns. Wir haben, glaube ich, nur Automatikwagen. Schön, ne? Richtig schöner Wagen. Daneben, der Audi ist auch offen. Der ist auch offen. Mal angucken. Das ist dann unser Zweitwagen, ne? Oder Drittwagen zu dem Porsche, den wir da noch haben werden. Also hier dürften wir vielleicht alle Sachen noch für Jeka reinbekommen. Und jetzt hier bei dem Audi. Und hier steht das Schiebedach an. Ja. Da wirst du schön viel Sand drin haben. Komm mit. Wenn ich bitten darf. Ui. Oh, so richtig, also die Ledersitze sind so richtig hässlich an hier. Oh. Ui, ey. Kann nicht alles haben, ne? Guck mal hier, bis 300. Ja, das sitzt sich schon echt Schön, ne? echt gut. Hier so eine schöne Uhr. Alles so in dieser Holzoptik. Wer spielen? Wow. Hör mal, wie sitzt du denn da hinten, ey? James, Wo sitzt sie da hinten? bitte vor nach allen Dingen? Dubai. Was hast du denn da hinten alles, ey? Vor allem wie weit man hinten sitzt. Ne? Hier hast du einen eigenen Bildschirm. Wie geil ist Ja. das denn? Geil. Mal. Schiebedach. Guckt euch das mal an. Man hat hier einfach einen eigenen Bildschirm, da einen eigenen Bildschirm. Hier ein eigenes Schiebedach, vorne ein Schiebedach, was ja auch schon offen ist. Hier hast du noch ein kleines Geheimfach. Oh, da liegen jetzt aber noch Sachen drin. Gibt's doch gar nicht. Heftig. Und hier kannst du alles einstellen, ne? Alles von A bis Z. Hier dein Radio, hier ganze Kopfhörer. Hier ein bisschen Sitzheizung. Oh, bei dem Sitzheizung, dem Wetter brauchen wir auf jeden Fall die Sitzheizung. Auf jeden Ja, Fall. auf jeden Fall. Geiles Teil, ehrlich. Das gefällt mir richtig gut. Also ich würde nur hier sitzen. Mittag, du kannst fahren. Es geht los. Wir machen die Tür. James, Einmal nach Please. Dubai, bitte. ja, Kein Problem. zu Emirates Mall bitte. Genau. Mall of Emirates. Ist ja auch kaputt wahrscheinlich. Ja, Kann man reparieren? Nein. Doch. Man kann alles reparieren. geil, ehrlich. Alles so eine Frage des Geldes, ne? Genau. Ja. Geld spielt hier Show me the money! Man kommt sich so ein bisschen vor wie in so einem Autohaus oder so, wo man sich einfach ein Auto anguckt, ne, oder vielleicht ein Auto kaufen möchte oder sowas. Aber man muss wirklich bedenken, dass die ganzen Autos einfach mal irgendwann irgendwo am Straßenrand standen, ne, und eingesammelt wurden. Also, Und da steht ein Neuwagen zwischendrin. ach du Scheiße, guckt euch das an, Leute. Der Nissan, der ist einfach komplett neu. Der hat, die Sitze sind noch komplett eingepackt. Die Scheiben sind hier auf jeden Fall überhaupt gar nicht getönt. Und guckt euch das mal an. Die Sitze sind einfach in Folie. Es ist nichts hier, nichts dran. Krass, heftig. Aber auch hier hat sich natürlich der ganze Sand schon wieder so ein bisschen eingefressen. Das Gummi wird schon langsam porös. Also ich habe gerade festgestellt, dass der wunderschöne Audi, der hier ist, auch offen ist. Den gucken wir uns jetzt auf jeden Fall auch mal an. Mich würde mal interessieren, aus welchem Jahr der Wagen hier wohl ist. So, mal gucken, dass wir hier nirgendwo anecken. Oh nee, der sieht aber doch nicht schön aus von innen. Oh nee, irgendwie sieht der gruselig aus.
Weiß nicht warum, keine Ahnung. Ganz komisch irgendwie. Ein ganz komisches Gefühl hier drin. Ich komme mir gerade vor wie an so einem Lost Place, wo einfach so ein, naja, Auto seit Jahren oder Jahrzehnten rumsteht. Also ihr habt das Auto ja von außen gesehen. Hättet ihr gedacht, dass es innen so aussieht? Guck mal hier, alles schon so richtig abgenutzt. Überall Kratzer, hier auch abgenutzt. Guckt euch das mal an. Alles hier komplett kaputt. Das wird natürlich auch mit der Zeit richtig porös, muss man mal ehrlich sagen. Ne? Hier auch komplett abgenutzt. Also sah von außen auf jeden Fall deutlich schöner aus als von innen. Also ich würde sagen, wir gucken uns dann doch lieber einen anderen Wagen an. Gibt ja noch genug andere hier zu sehen. Ich finde, der Wagen hier sieht auch gar nicht so schlecht aus. Was meint ihr? Gucken mal rein. Die Scheiben sind auf jeden Fall unten. Oh, Tür ist zu. Naja gut, die roten Sitze sind jetzt nicht so meins. Ich finde, der sieht auf jeden Fall schon etwas älter aus, ne? Der sieht auf jeden Fall schon etwas älter aus. Der hier sieht auch gar nicht so schlecht aus. Das ist natürlich auch offen. Auch rote Sitze, ich glaube es nicht, ehrlich. Wer fährt denn solche roten Sitze? Sieht doch nicht so schön aus. Aber gut, ist ja auch zum Glück alles Geschmackssache. Aber oh, der riecht gut von innen. So Leute, kleiner Zwischenstopp bei der richtig geilen Tour, bei richtig schönem Wetter und das mitten in der Wüste. Und jetzt würde ich sagen, gönnen wir uns erstmal was zu trinken, weil viel trinken bei dem Wetter ist auf jeden Fall wichtig. Deswegen haben wir natürlich Holy dabei und Wasser. Was darf sein? Hydration? Hydration. Oder Energy? Ne, Hydration. Okay. Ein Beutel von dem leckeren Hydration Ananas. Und jetzt einen halben Liter Wasser draufklatschen. Schwuppidiwuppi. Zack. Check, check, check. Check, check, check. Check your Holy. Check your Holy, yeah. Entdecke jetzt die ganze Welt von Holy mit dem Starter-Set Deluxe. 42 Portionen, 21 Sorten, alle Bestseller zum Probieren. Und aktuell gibt es gratis dazu die limitierte Glasflasche und ein cooles Sticker-Set. Mit unserem Neukundencode zahlst du nur 44,99 € statt 49,99 € und der Versand ist kostenlos. Und Leute, denkt daran, wenn ihr Holy auch selber mal testen würdet, dann nutzt auf jeden Fall unseren Code LOST5 für die Neukunden, um 5 € zu sparen. Oder einfach LOST für die Bestandskunden, um 10% zu sparen. Und aktuell hat Holy sogar Milchshakes, aber das nur für kurze Zeit. Also schaut auf jeden Fall mal bei Holy vorbei. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit unserer Tour, oder? Oh ja. So, jetzt musste ich gerade noch mal ganz kurz die Kamera wegpacken, weil hier überall solche Security-Checkpoints sind, also solche kleinen Häuser, wo Security drin sitzt. Guck mal hier, der sieht doch nicht schlecht aus, oder? Aber auch das Leder so ein bisschen, naja, ranzig. Hier hängt sogar noch der Duftbaum drin von dem Besitzer. Feuerlöscher am Start. Und auch hier noch, naja, irgendwelche Sachen. Keine Ahnung was. Ach, das ist Zahnpasta gewesen. Das ist schon krass. Jetzt hier kommen, glaube ich, eher so diese Kategorie Jeeps, Trucks, ne? So SUVs, Pickups. Kommt jetzt offenbar so ein bisschen Sorten rein, wahrscheinlich das Ganze so gemacht. Das ist einfach krass. Wirklich einfach unglaublich, ne? Also, Und das ist erst der Anfang. ja, da hinten geht es noch weiter. Ja. Das ist unglaublich, Leute. Unglaublich. Wir hatten ja mal so ein Kurzvideo gemacht gehabt vor einiger Zeit zu diesem Ganzen. Da haben ja viele so geglaubt, das ist fake, die stehen da einfach nur geparkt, werden nachher abgeholt. Ey, aber man sieht es ja einfach hier, ne? Hier sind die nicht geparkt, die kannst du einfach wirklich kaufen, nachdem die halt irgendwo eine Zeit lang eingesammelt worden sind. Ne? Wie Sarah ja gerade erzählt hat, da im Kreisverkehr bei ihr. Die meisten Autos, die werden einfach irgendwo am Wegesrand abgestellt oder am Flughafen werden einfach da hingestellt und es kommt einfach kein Besitzer mehr wieder, der die abholt. Ja, alles letztendlich, weil sie abhauen, wenn sie halt... Ja, weil sie sonst eine sehr, sehr hohe Strafe bekommen, wenn sie hier Schulden machen, ne? Wie hoch ist denn die Strafe? Weißt du sowas überhaupt? Gehst in den Knast. Gehst du in den Knast? Ja, gehst in den Knast. Hier ist ein Knast. Schulden machen geht nicht. Darum gibt es viele, die kommen hierher, gründen eine Firma, kaufen sich einen Luxusschlitten oder was auch immer und dann ist es dann halt nicht so, wie sie es gedacht haben. Es kommt kein Geld rein und dann hauen sie ab. Ja. Darum stehen hier so viele Autos. Guckt euch mal jetzt hier den Wagen an, den BMW. Hier sieht man auch schon, dass der lange schon hier steht.
Jetzt passt mal auf, ey, der ist auch offen. Guckt euch das mal hier an. Heftig ist das bitte, ey. Hier. Bäm. Der riecht auch überhaupt nicht eklig, alt. Irgendwie nach Nikotin gar nicht. Ist doch krass, ey. Das kannst du echt keinem erzählen. Schaut euch das an, hinten. So krass, ey. Absolut unglaublich. Hier, der nächste BMW. Boah. Heftig, ey. So heftig. Jetzt guck dich den mal von innen an. Der riecht so ein bisschen, ja, so ein bisschen modderig, aber nicht so stark. Gut, auf jeden Fall auch nicht drin geraucht. Hier auf jeden Fall schon so Abnutzungsspuren zu sehen. Aber ey, Mann, ey. In Deutschland würde man sich über so einen Wagen echt total freuen, oder? Ist mal ehrlich. Das ist zum Beispiel gut, wenn du am Strand bist, kannst du Schlüssel alles reinschmeißen. So gar nicht. Und ja, kannst alles abschließen. Wenn du kommst, drückst du da und dann geht er wieder auf. Hast du das schon mal gehört? Nee, Oder wenn du Kinder hast oder so, Ja. dann sagst du, ja, geh mal ins Auto und hol das und das, musst du ihnen nicht die Schlüssel mitgeben und sie verlieren ihn im Sand. Dann kannst du sagen, so, drück da und dann hast du das. Ja, gar nicht, Also, der Seitenspiegel hier, der gibt mir, ne? Ja. Der ist fast größer als ich, oder zumindest genauso groß wie ich. Unfassbar. Richtig schöne Reifen hier gemacht. So hüfthoch. Die sehen doch super aus an Bärbel, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall. Aber das passt jetzt hier so gar nicht hin, ne? Das ist einfach hier so ein alter Mercedes, ne? Ich hatte gesehen, dass eigentlich in Dubai eigentlich so gut wie gar keine alten Fahrzeuge unterwegs sind, doch? Die ganze Kultur hier. Ja? Ja, doch. Gibt viele mit, die haben dann Classic Plates. Aber die fahren nur am Wochenende, weil die haben ja keine Klimaanlage. Oder die Klimaanlagen gehen nicht mehr. Und wir haben jetzt Januar, 25, 26 Grad. Jetzt stell dir mal vor, im Sommer. Ja. Die siehst du nicht. Die siehst du nur am Wochenende oder morgens früh oder abends spät. Okay. Aber hat schon viele Classic Cars. Ja? Ja. Schaut euch mal hier den Wagen an. Habe ich auch noch nie so gesehen, so ein Auto. Voll witzig. Was ist das denn hier repariert, ey? Wie geil ist das denn, ey? Aber ist zu. Ich will da mal so reingucken. Witzig. Ach, guck mal, da ist offen. Sand Cruiser, ja, so sieht der auch aus, ey. Boah. Und man sieht hier, der wird auch versteigert, der Wagen. Gottes Willen, was willst du denn hier für den Wagen noch nehmen, ha? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie teuer dieser Wagen wohl noch sein mag. Guckt euch mal oben den Himmel an. Da ist der Kilometerstand zu sehen. Ach, weiß nicht, also dafür würde ich auch nicht mehr als 200-300 € mehr bezahlen für den Wagen, oder was meint ihr? Guckt euch mal hier diesen wunderschönen GTI an. Richtig schön tiefer gelegt. Richtig schöne Alu-Reifen. 225er. Sieht richtig geil aus. Den würde ich echt sofort kaufen, wirklich. Der sieht ja mal richtig, richtig gut noch aus. Guckt euch das mal an. Hier. Von hinten. Sieht der auch richtig, richtig schick aus. Guck mal, den mussten sie offenbar hier aufmachen. Dass die Zentralverriegelung offenbar nicht mehr geht, sondern musste man mit einem richtigen Schlüssel öffnen, aber ist leider zu. Wirklich reingucken kannst du halt auch nicht, weil die halt alle so krass getönt sind, die Fahrzeuge hier in Dubai. Oh, ein Tropfen Öl verklemmt. So, das ist jetzt meine Liga. So ein bisschen American Chevy Trucks. 94er, 93er Chevy Truck. Das ist so meine Liga. Das würde ich jetzt kaufen und restaurieren oder fahren. Mal gucken, was da beim Motor drin ist. Wenn es einen drin hat. Das klingt immer so, als ob sie die Tür einrecken wollen würde, ey. Here we go. Oh, 6 Liter. That's not the original one. Ah, das ist nicht der Originalmotor, kann ich euch sagen. Das ist ein LS3 oder so. 6 Liter.
Geil. Now I'm in love. Oh, schaut euch mal hier den BMW an. Ey, es gibt es nicht, ey. Das ist der Wahnsinn. Auch offen. Boah, hier richtig viel Sand drin. Richtig viel Sand auch hier in den Armaturenbereich. Boah, guck ich das hier mal an. Ist der nass geworden, der Wagen? Schiebedach. Boah. Meine ganzen Hände sind so richtig sandig hier von dem ganzen Sand, den man hier so berührt. Leute, ey, ist das ein geiler Wagen. X6. Schon so ein bisschen der Lack aufgeplatzt. Und hier überall in den Ritzen, guck dich das mal an, ist einfach der Sand. Richtig viel Sand drin. Der wunderschöne Cadillac, wie geil der aussieht. So schade. Wie schön ist der denn bitte? Wie lang vor allen Dingen auch, ne? Oh, ist leider zu. Aber wir können mal hier reingucken. Hier ist leider so ein Fenster kaputt. Guckt euch das an. Boah, geil, ehrlich. Also ich glaube, so einen Wagen würde ich mir auch noch kaufen, ehrlich. Der ist so geil, ne? Und da kannst du bestimmt richtig, richtig geil drin sitzen, oder? Bestimmt so wie zu Hause, auf der Couch oder im Sessel oder so. Ganz anderes Fahrgefühl. Das ist eine dicke, fette Tür. Ja, also einfach, Die ist schwer. wahrscheinlich war ich einfach zu doof, um die Tür aufzumachen. Ihr könnt doch mal reingucken. Oh, da sieht es nicht mehr so. Da liegt Geld drin. Ja, da liegt Geld drin. Nee. Was ist das denn? Hinten? Ah ja, da liegt Geld. Sag ich doch. Nee, kein Geld. Oh, schade, doch kein Geld. Aber da stand doch 5. Fast. Ach, schade. Hätte ja sein können, dass da noch Geld drin liegt. Möglich wäre ja alles. Das ist da steckt sogar Schlüssel drin. Da steckt der Schlüssel. Das gibt's ja gar nicht. Guckt euch das an, Leute. Also drehen, losfahren, weg. Geiles Teil, aber auf die Sitze kann man sich auch schon nicht mehr draufsetzen. Guckt euch das an. Ganze Sand ist hier drin. Alle Sitze komplett durch. Guckt euch mal bitte dieses Radio an. Heftigst, Eddie. Oh, das sieht so geil aus, der Wagen. Der ist so geil. Wir gucken uns den auf jeden Fall von der anderen Seite auch nochmal an. So, bevor wir uns den jetzt gleich von vorne mal angucken werden, also von der Fahrerseite aus, wollen wir uns eigentlich nochmal den Motor anschauen, aber ich glaube, Oder auch nicht. er hakt ein bisschen. Oh, jetzt kommt die Polizei, jetzt geht's Ärger. Okay, wir gucken erstmal vorne. Kannst du nochmal ziehen? Ja. Oh, das geht echt schwer auf. So, dann ziehen wir hier nochmal. Wo ist denn der Hebel dafür? An der Seite unten. Ah, ja. Da ist er doch. Boah, der klemmt aber wirklich richtig. Guckt euch das an. Schau mal noch da. Wie geil ist das bitte? Guckt, oh, ey. Der ist der Hammer. Der Wagen ist einfach der Hammer. Richtig schön oldschool. So ein bisschen amerikanischer Flair. Geil. Echt. Hier alles schön. Fensterheber. Alles, was man braucht eigentlich, ne? Und jetzt gucken wir uns den Motor an. Guckt euch das an, Leute. Guckt euch diesen Motor an. Was sagst du dazu? V8, 8 Liter. V8, 8 Liter. Ja, 500 Kubik-Inch. hätte ich jetzt auch genauso getippt. Ja. Also, geil. Geiles Der Teil. größte Motor, den es gibt. Ja? Von Cadillac oder? Krass. Ja, Heftig. Das sieht aber auch einfach nur geil aus, oder? das ist geil. Hier noch ein schöner Mercedes. Sitzt sich schon ganz nice hier drin. Guck dich mal die Scheibe an. Kannst du fast gar nicht mehr rausgucken. Sehr, sehr schön. Das mit diesen Uhren, guck dich mal an, ey. Wie verstaubt das jetzt ist, feiere ich jetzt nicht so. Aber das ganze Display natürlich komplett digital. Hier schön Ledersitz. Ui, guck mal hier wie im Flugzeug.
Bildschirm auch. So, da vorne sitzt Sabrina schon wieder im Auto. Voll im Sand. Ja, der ist hier komplett eingefahren, der Wagen. Ja. Oh, hier war irgendwas. Oh, nass. Oh, der sieht aber nicht schlecht aus. Schön, ne? Ja, schön hier auch wieder mit dem Display. Und wie im Flugzeug so, ne? Hast du hier schön. Da könntest du richtig gut arbeiten hier, Sabrina, ne? Ja. Du Während der würdest Fahrt. fahren, du würdest fahren. Ich fahre und Sabrina. Ach, hier ist das Ding. Hier holt man das raus. Krass. Ja, ich würde fahren und Sabrina könnte dann hier schön am Laptop die Videos schneiden. Ich glaube, das wäre schon nicht schlecht, oder? Was meinst du? Das können wir auf jeden Fall machen. Was ist der letzte Preis für dich? Ja, letzter Preis? 2000. 2000, okay. Schon geil. Nice. Hier ist noch ein wie im Spiegel Flugzeug. drin. Hier hast du natürlich auch die Sitzheizung und Sitzbelüftung. Sitzheizung, Sitzbelüftung, die einzelnen Stufen manuell. Und dann konntest du, glaube ich, hier auch noch die Sitze einstellen. Den Rücken, die Kopfstütze und hier natürlich den ganz normalen Sitz. Wir haben jetzt gerade noch einen kleinen Tipp bekommen, dass hier auf der Seite noch weitere Autos stehen sollen. Und zwar die richtig geilen Autos. Ich muss wieder ein bisschen undercover filmen, weil hier natürlich auch überall Security rumläuft und Mitarbeiter. Aber das, was ich sehe, das ist schon echt der Oberkracher, ehrlich. Also unfassbar, oder? Die jetzt hier stehen, die versuchen es auch regelmäßig zu putzen, dass dementsprechend der Verkaufswert ein bisschen höher ist. Ne? Gerade auf der linken Seite schon eine Waschstraße gesehen. Also die haben hier eine eigene Waschstraße und dementsprechend werden die hier auch gepflegt. Ne? Also als allererstes sticht mir dieser Wagen hier ins Auge. Das ist ein Mercedes Germany. Guckt euch das mal an. Wie geil ist dieser Wagen denn bitte? Also der muss doch auch einen Wert haben, ich weiß es nicht, aber... So, hier ist noch ein Cadillac. Und zwar in einem deutlich besseren Zustand, wie man sieht. Der ist offen. Heißt, wir können uns mal reinsetzen und uns das Ganze mal angucken. Ach du Scheiße, ich passe hier überhaupt nicht rein. Was ist das denn? Guckt euch das mal an. Ich bin jetzt nicht gerade groß, ne? Aber die Sitzbank ist schon ziemlich weit nach vorne. Ich weiß nicht, ob man die muss man ja verstellen können, oder? Ich muss mal kurz gucken. Nee, ich weiß nicht. Kann man mit Sicherheit irgendwie verstellen? Oh Gottes Willen. Kann man sie mit Sicherheit irgendwie verstellen? Guckt euch das mal an. Geiles Teil. Oh, ich raste aus. Der ist so geil. Ich kaufe den sofort, ehrlich. Heftig. Ja, hier könnte man sich den aber auch leisten, bei, ich glaube, 50 Cent pro Liter Benzin, ne? Ja, Cadillac Stretch Limo. Geil. Gerade da, also 80er Jahre Stretch Limo. Ne? Ja. Das ist genau in deinem Metier, Das ne? ist mein Metier, so 50er Jahre Pickup Trucks from the US und Cadillacs und Oldschool Cars, Vintage Cars. Wer sich übrigens für solche alten Autos interessiert oder allgemein für Autos, kann gerne mal bei Sarah vorbeischauen. Wie heißt dein YouTube-Kanal? Sarahs Garage. Einfach draufklicken, Link is below. Wenn ich nicht direkt wieder vergesse. Ja, genau. Genau, ja. Aber ich versuche dran zu denken. Gut. Das war das, was Sarah gerade meinte, ne? Stretch Limo. Stretch Limo. Wow, ey. Mega krass. Oh, close. Oh ja. So Lederoptik, ne? Ja. Sehr, sehr schön. Aber schaut euch den mal von vorne an. Richtig schönes Auto, ne? Und daneben so ein schöner Porsche 924. Findet man solche Autos eigentlich überhaupt noch in Deutschland so großartig? Ich glaube nicht, oder? Ich hätte gerade erzählt, meine Eltern hatten mal so ein Auto gehabt, ne? Und da hinten, diese Rückbank, war die Rückbank des Todes, weil das ist so unbequem gewesen, da hinten zu sitzen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber damals hast du noch keinen Kindersitz benutzt. Oder gebraucht. Nee. Aber ich glaube, meine Eltern hatten den, beziehungsweise mein Vater hatte den, glaube ich, nach gefühlt einem Monat wieder verkauft. War dann doch nicht so geil. Nee, war dann doch nicht so geil. Geh mal vor zu deinem Traumauto, Anja. Naja, Traumauto kann man jetzt nicht sagen, aber ich finde ihn sehr, sehr schön von außen. Ui, Oh ne, der ist nicht schön. der ist nicht schön? Also der hier ist jetzt nicht schön. Die haben alle so rote Sitze, ich verstehe das nicht. Solche Autos fand ich damals immer so richtig hässlich, irgendwie von der Form her einfach. Ne? Aber irgendwie mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so hässlich. Ist das ein Beifahrersitzplatz denn? Ja. Ja, ist wohl zu, ne? Danke. Komm
kommen sie rein. Das war wohl nichts, ne? Außer Spiel ist nichts gewesen. Ja, sitzt sich ganz gut hier so, ne? Mit so einem schicken Lenkrad, oder? Ja. Was sagst du? Ja, mir wird's auch gut Der ist aber gefallen. sehr groß, ne? Also hier drin auch irgendwie so richtig. Ja, weiß ich Guck nicht. mal hinten. Riesen Panoramaschiebedach. Und hier, schaut mal hier, Leute. Für all die nachher sagen, das sind Neuwagen. Nein, hier. Überall. Aber, ganz kurz, guck mal bitte hier. Ist einfach noch die Schutzfolie drauf. Hammer, ey. Schon geil, ne? Ja. Kilometerstunden kann man nicht gucken, da das ganze Fahrzeug natürlich komplett digital ist, wie man sieht. Also, das ist alles so groß hier, weißt du, wie ich meine? Das ist alles so riesig. Unfassbar. Selbst die Getränkehalter sind riesig. Schon geil, ne? Ja, mega. Also das mal jetzt so echt in wirklich zu sehen, in Real Life, was man vorher immer so im Internet gesehen hat, dass hier solche Luxusautos stehen. Das ist so heftig, wenn man einfach überlegt, dass die alle zurückgelassen wurden oder die hatten Schulden gemacht, konnten das nicht mehr bezahlen und dementsprechend nach dieser Pickup-Zeit landen die dann hier, wo sie dann halt versteigert werden. Das ist so krass, ne? Das glaubt dann auch kein Mensch. Also ich hätte es selber auch nicht geglaubt, wenn ich es nicht selber sehen würde, nicht selber hören würde. Uiuiui. Warte mal, Sarah, steckt hier der Schlüssel drin? Weiß ich nicht, ob das der Schlüssel ist. Nee. Das ist was anderes. Keine Ahnung, was es ist. Aber hier sieht man auf jeden Fall das Display. Das ist nämlich noch so ein analoges. 149.000, ne? 149.000, ey. Boah, Wahnsinn. Mann. Aber trotzdem sehr, sehr schöner Wagen, ne? Ja, mega geil. Kochend heißes Lenkrad, ne? Das ist nicht mal richtig warm. Tada! Ach du Scheiße, ey. Ein Traum in Rot, ne? Ja, Heftig. let's go to Louis Vuitton. So, hier stehen jetzt noch weitere Luxuskarren im vorderen Teil des Parkplatzes. Und die sehen schon echt sehr neu aus, sag ich jetzt mal. Guck mal, der Mercedes hier. Hier vorne mit diesem Logo drin, ne? Richtig geil. Echt ein Traum. Ein Traum. So traumhaft, dass ich nicht mal weiß, wie der Wagen aufgeht. Das ist so ungewohnt, ne? Der Wagen läuft einfach noch, der Motor, und ist nicht abgeschlossen. Und da liegen Kamerastände drin. ja, mehrere tausend Euro liegen da drin und das juckt hier einfach niemanden. Hier, Auto läuft, bumm, alles noch da. Einfach so. Ja, das ist für uns unvorstellbar, ne? Ja. Und hier Ist doch verboten. ist es einfach so normal, ne? Ja. So, Sarah, das war jetzt hier auf jeden Fall schon mal richtig, richtig geil. Und für die, die jetzt denken, das ist einfach ein Autohändler, den wir besucht haben, was sagst du dazu? Nein. Das war jetzt wirklich Emirates Auctions, da kriegst du alles, vom Schrottauto bis zum Lamborghini. Viele, die verlassen wurden, viele, die ja, keinen Besitzer haben oder viele, die kaputt sind, die man wieder reparieren kann für günstiges Geld, theoretisch. Aber wir können jetzt auch über die Straße, ist da der Old Automarkt. Da hat es die normalen Autoverkäufer, ist auch sehr spannend, können wir einfach durchfahren, können mal gucken, was da alles für Auto hat. Aber das ist dann eigentlich der normale Autohandel. Das hier ist für Firmen, also wenn du eine Firma hast, kannst du hier Autos kaufen. Also als Beispiel jetzt, Oder steigern. Anja und ich, könnten wir eigentlich hier gar kein Auto kaufen? Nö. Also nur mit jemand, Der registriert ist hier, ja. der eine Firma hat, der kann hier bieten. Ja, du hast eine Dubai-Adresse, Dubai, ja, Firmengründung oder so und dann geht das. Okay. Sonst geht das nicht. Privat kannst du hier nichts ersteigern. Okay, also nur halt da hinten bei dem ganz normalen Automarket, wo du sagst, ne? Beim Automarkt, das ist ganz normaler Autoverkauf, da kannst du ganz normal einen Neuwagen kaufen oder einen gebrauchten Toyota, können wir schnell durchdüsen. Das ist dann der normale Autoverkauf. Das hier ist nur für Händler. So, wir sind jetzt mal bei so einem richtigen Autohändler, um euch einfach mal so diesen Unterschied zu zeigen zu dem, was wir gerade hatten und zu dem richtigen Autohändler, wo also auch wir jetzt ein Auto kaufen könnten. Gerade so gesagt, ne, hier gibt es aber auch kein Opel zu kaufen oder so. Oder Ford. Doch. Ja, Ford, Opel, aber ist schon heftig, ey. günstigen Mercedes. Warte hier. mal, warte, guck mal hier. Hier auch. Richtig geiler Porsche. Da. Ah, das ist echt schon heftig. Da hinten auch so ein
Richtig geiler Sportwagen. Boah, ja. Das ist schon echt geil. Den blauen, ne? Ja, okay, wir fahren ja weiter. Wir wollen ja nur gucken. Ja. Ach nee, der hupt gar nicht wegen uns. Boah, guck mal hier. Richtig geil. 66.000 Kilometer aus 2016. 2000 Kilometer. Wow, da ist ja mal so ein Fiat Panda, oder wie heißt es da? Der kleine? Cinquecento. Aber ansonsten, ne, siehst du hier auch gar keine kleinen Autos, sag ich jetzt mal, ne? Nee, es hat schon mehr oder weniger die fetten, großen SUV, weil Benzin kostet ja nichts hier. Ja, das stimmt. Vor allem so richtig Drive-In-mäßig, ne? Kannst einfach hier so durch die Gegend fahren, musst nie aussteigen, kannst erstmal abchecken, hey, was haben die hier so für Autos? Und so, wenn dann Montag oder Dienstag hier bist, da hast du da überall die Leute, die sitzen hier und dann so, hey, komm rein, komm, kauf bei uns das Auto, kauf bei uns das Auto. Da wollen sie dich hier reinziehen und sagen, hey, da, komm. Aber wie ist es preislich? Kann man hier gut handeln oder ist Festpreis? Nee, kannst schon handeln. Viel handeln oder eher? Nee, viel handeln nicht. Weil die wissen ja auch, was die Autos wert haben. Die wissen genau, was sie haben. Aber hier die Autos, die jetzt hier sind, das sind alles Autos, sagen wir mal, ich habe jetzt mir ein Auto gekauft, habe keinen Bock mehr auf mein Auto, wohne aber noch hier und dann verkaufe ich den. Oder wie kann man jetzt das hier verstehen? Nee, das sind so die Autos, viele kaufen die Autos bei den Auktionen, machen da neue Reifen drauf, machen da Tune-up, müssen was lackieren, keine Ahnung. Und da kommen die hier hin und verkaufen die. Das sind dann die Autos, die wir vorher angeguckt haben. Die kommen dann hierher und dann werden die von den Händlern verkauft. Das war erst der Anfang unserer Urbex-Tour. Im nächsten Video enthüllen wir einen Lost Place der Extraklasse. Ein vergessenes Kapitel der Formel 1 in Dubai. Außerdem zeigt uns Sarah, wo in Dubai in Hinterhofwerkstätten all die Luxusautos wieder für den Verkauf flott gemacht werden. Abonniere also jetzt unseren Kanal, um das nicht zu verpassen.